Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Mir ist aufgefallen, dass ich noch kein einziges Video über einen Hydration Carrier habe und aus diesem Grund möchte ich heute mit einem Modell von CamelBak beginnen. Und zwar handelt es hierbei um den Mule Medium to Ultra Long Endeavours. Das ist die Abkürzung, also die lange Form von Mule. Und zwar ist dieses Modell, wie ich schon gesagt habe, 95 auch in einer ersten Version auf den Markt gekommen und hat sich seitdem immer weiterentwickelt und selbst heute noch kann man den Mule in seiner aktuellen Form kaufen. Dieses Modell, was ich hier dabei habe, ist viel im Global War on Terror genutzt worden. Warum? Weil es diese Version dienstlich geliefert im US-Militär gab. Nicht nur in Three-Color Desert, sondern die anderen Farben wie Woodland, Marpat, also von den Marines etc., hatten alle eine NSN, also eine Versorgungsnummer und konnten dementsprechend übers Militär direkt angefordert werden. Wir sehen diesen Rucksack sehr viel im Irakkrieg und auch noch in Afghanistan. Es ist natürlich nur ein sehr kleines Pack mit begrenzter Kapazität. Wir haben nur 3 Fächer. Einmal das Reservoir für die Trinkblase und diese 2 aufgesetzten Taschen. Aber es ist natürlich für gerade so eine heiße Wüstenumgebung ein cooles Assault Pack, wo man nochmal ein bisschen extra Wasser reinpackt oder vielleicht ein bisschen extra Munition. Und das war es auch schon, beziehungsweise reicht es ja auch in den meisten Fällen. Ich muss nicht unbedingt den großen, schweren Schlafsack etc. alles dabei haben. Gegebenenfalls nehme ich dann einfach ein anderes Pack. Aber die Möglichkeit, dass ich die Option habe, so etwas mitzufühlen, finde ich doch schon sehr ordentlich. Aufgrund dessen, dass natürlich alle sich dieses Modell ordern konnten, ist dieses Pack auch sehr weit vertreten. Es beginnt bei normaler Infanterie, Supportpersonal etc. und geht aber auch weiter zu den Special Forces, Navy Seals, STS, also Special Tactics Squadron der Air Force, Green Berets etc. Man sieht dieses Modell überall im Einsatz. Eine schöne Referenz ist auch ein Bild von regulärer Infanterie, die schon UCP trägt, also das Digital-Pattern, was die Army eingeführt hat. Und diese Soldaten tragen noch dieses Modell in Three-Color Desert. Im Vordergrund sieht man noch einen Soldaten der AWG, das ist war die Asymmetric Warfare Group. Hier markant auch die HK416 Paraclet-Schutzweste, den 2002 Helm und die Anvis-Aufnahme etc. Dann schauen wir uns das Pack einmal im Detail an. Wie schon gesagt, wir haben 2 Fronttaschen. Hier auch das CamelBak Maximum Gear Label. Ja, hier ist noch ein Schema drin vom Video machen. Einfach nur ein Pack, nichts Besonderes. Hier ist nichts drin. Am Boden der Tasche haben wir wieder eine Wasserablauföse. Hier die zweite Fronttasche. Hier haben wir Pals aufgebracht zum Anbringen weiterer Taschen. Auch das wurde gerne mal gemacht. Und hier noch Klett für Patches. Auch hier wieder Reißverschluss. Auch hier wieder Schema. Und hier im Inneren haben wir dann noch ein paar Fächer. Und zwar haben wir hier ein großes Fach. Da ist auch nichts hinter, aber hier zum Reinschieben von Karten etc. Hier ein etwas größeres mit 3 Haltern für Stifte oder der Penflair etc. Und hier nochmal eine Tasche Halterung für ein Funkgerät, ein GPS oder je nachdem, was halt reinpasst und noch irgendwie hiermit gesichert werden soll. Am Boden auch wieder die Wasserablauföse. An den Seiten, auf beiden Seiten haben wir D-Ring. Hier kann man nochmal was vorzurren. Hier oben haben wir den Tragegriff und hier hinter sind auch gleich wieder D-Ringe, um etwas zu befestigen, zu sichern, wie auch immer, oder das Pack irgendwo drauf zu zurren. Dann haben wir hier noch an der Seite den Beckengurt, beziehungsweise hier ist so eine kleine Tasche für den Beckengurt, auf der anderen Seite auch. Dann, hier auf der Seite natürlich noch die Tasche fürs Trinkfach, hier oben die Halterung für die Trinkblase und dahinter direkt der Ausgang für den Trinkschlauch. Von hinten und vorne haben wir ein Padding, um die Trinkblase zu schützen, also damit es noch mal ein bisschen weicher ist. Ja, Bergetragegriff, die D-Ringe schon erwähnt. Dann haben wir hier noch eine kleine Schlaufe auf beiden Seiten, um
irgendwas durchzuführen. Hier haben wir einmal das Label dafür, dass es sich um echtes Cordura handelt. Wurde damals noch ganz viel gemacht. Hier die Typenbezeichnung Mule. Dann haben wir hier 2 D-Ringe. Auch hier können wieder Sachen eingehängt werden, angebracht werden. Dann hier den Brustgurt mit dem Camelback-Label. Auch hier sehen wir schon, dass bei diesen Versionen auch schon das Camelback mit auf den Schnallen reingestanzt, gelasert, wie auch immer ist. Hier unten haben wir die Verstellmöglichkeit der Schultergurte. Auch hier schon schön Klett mit eingenäht, um das Ganze dann, wenn man sich das auf seinen Körper eingestellt hat, zu fixieren und zu sichern, um Überlängen so zu vermeiden. Dann ja hier das Rückenteil, was besonders gepolstert ist. Wir haben hier noch so die Möglichkeit, dass hier ein bisschen Luft zirkuliert, aber wenn man das auf der Ausrüstung trägt, funktioniert das natürlich auch nicht mehr so optimal. Ne? Und hier dann noch der Bauchgurt, lässt sich hier ausrollen und dann hier nochmal von der anderen Seite. Die kann man auch abnehmen, die sind hier nur durchgeschlauft. Und dann vorne das Ganze schließen. Das war es auch schon zum Camelback Mule. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.